Ja, hallo liebe Zuschauer des YouTube Predator Cups. Mein Name ist Veit Wilde. Ich komme aus Magdeburg und trete für die Firma Fish & Pickle Max speziell für unsere Raubfischmarke Saica Pro an. Ich bin José Luis Mendes Acosta, auch bekannt als Big L, und ich trete für den Big L Fishing Channel an und bin Dortmunder. Mein Name ist Marc Baczowski, ich komme aus Hessen, von der wunderschönen Bergstraße, und ich starte für den Kanal Ilex TV. Mein Name ist Dustin Schöne, ich komme aus Berlin, war eine Weile in Australien, deshalb komme ich ein bisschen dunkler zurück. Nein, Spaß, natürlich nicht. Hassan Duran mein Name, ich angel für den Channel First Cast TV und komme aus Leverkusen. Hey guys, my name is Simon. I'm from around here, from Holland, and I'm fishing for Abu Garcia. Salut, moi je m'appelle Lendry. Je viens de Belgique, près de Bruxelles, et j'ai une chaîne YouTube, elle s'appelle Fishtick et elle compte plus de 100 000 abonnés aujourd'hui. I prefer my boat. Je préfère pêcher du bord parce que j'ai plus l'habitude de pêcher du bord. Maintenant j'aime bien pêcher en bateau, maintenant j'ai pas de bateau, donc de là le fait que je pêche plus facilement du bord. Hauptsache werfen, auswerfen, einkurbeln, das ist mein Motto. Motiviert angeln, von wo ist ganz egal. Ganz klar Boot. Ich bin Bootsangler, ich bin nicht ganz so oft vom Ufer unterwegs, aber ich habe mich hier ein bisschen eingefischt und hoffe, dass es funktioniert. Beides ein wenig. In letzter Zeit bin ich aber mehr vom Boot unterwegs. Ja, wer mich ein bisschen kennt, der weiß, dass ich begeisterter Uferangler bin. Und von daher freue ich mich natürlich richtig darauf, dass jetzt dieses Turnier hier jetzt nur vom Ufer ausgetragen wird. Alors moi je préfère de loin la quantité parce que pour moi la pêche c'est un plaisir et j'aime bien me retrouver au bord de l'eau et de prendre un maximum de plaisir, donc voilà, c'est vraiment la quantité qui prime. Après de temps en temps la qualité, mais ça c'est quand je vais trop à la pêche, alors là je m'arrête un petit peu et je pars sur la qualité du poisson. Bei mir natürlich am liebsten auch beides. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann wäre es natürlich die Klasse. Es gibt nichts Schöneres, als einen richtig schönen großen Fisch in der Hand zu halten. I like many bites. I like to get a lot of feedback from the water, from the fish, and yeah, to really adjust on the go and yeah, get a lot of fish in the boat. And of course, you always get a big one in the end. Gute Frage. Na, am liebsten beides. Am liebsten Großfisch in Masse. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es, glaube ich, dicke Fische. Da sage ich definitiv klasse. Big Fish. Big L Fishing Channel. Ja, also große Fische sind natürlich schon ein bisschen so meine Leidenschaft, gerade große Zander, und es macht auch mal großen Spaß, auf viele Fische zu angeln, also Quantität sozusagen zu erleben, aber im Endeffekt geht es mir schon doch primär um die Fischgröße, also große Fische sind mir wesentlich lieber, und da stelle ich mich dann auch gerne mal einen ganzen Tag, auch gegebenenfalls ein schwieriges Gewässer, um einen Kapitalen zu fangen, anstatt da jetzt irgendwie viel Kleinzeug rauszuziehen. Yeah, I always bring my special bottle. I brought it today as well. It's a bottle I got from my brother. It's a special thing for me, so brings me some luck. Normally. What is in there? It's holy water. Alors ouais, il y a un truc que j'ai toujours sur moi, et je l'ai encore sur moi devant vous, et c'est ça, c'est ma casquette, la casquette qui représente le logo de ma chaîne YouTube. Ich habe immer dabei einen Nagelknipser, weil ich es einfach super easy finde, damit mein Vorfach und das Spray zu knipsen. Habe ich heute dieses Mal allerdings nicht dabei, habe es auch nicht hingekriegt, mir kurzfristig einzuholen, also ohne meinen Glücksbringer am Wasser. Also ein Glücksbringer, wenn man das so nennen darf überhaupt, sind bei mir, dafür kennen mich die Leute, da sprechen mich auch ganz viel drauf an, sind meine Gummistiefel, die habe ich eigentlich beim Angeln fast immer dabei. Wenn es allerdings jetzt hier im Cup sehr heiß werden sollte, werde ich dann vielleicht auch mal mit kurzer Hose irgendwie am Start sein, mal sehen. Aber ja, Gummistiefel gehören bei mir beim Angeln dazu, weil hier so die feinen Treter, die möchte ich ehrlich gesagt auch gar nicht dreckig machen. Chili Cheese. Das ist meine Antwort für alle Probleme. Es gibt Sachen, die ich zu Hause lasse, wie vielleicht mal mein Handy, das ich in meine Angelkiste oder in die Bootsklappe schmeiße, weil ich mal von allem nichts hören will, aber was ich mit habe, eigentlich nicht. Die Gewässer kenne ich so lala, also ich war hier schon oft vom Boot, gerade hier an den Großgewässern rundherum. Viel trainiert habe ich diesmal nicht. Unsere Gruppe wurde ja leider verlegt aufgrund von Corona. Ich habe mich damals ziemlich reingehängt. Ich war 2 Wochen hier zum Trainieren. Es hat nicht wirklich gut geklappt, muss ich sagen. Diesmal war ich jetzt 4 Tage hier. Ich habe gesagt, jetzt keine Panik. Ich angel meine Spots, die ich kenne. Habe ein paar Fische gefangen und hoffe, dass das am Ende reicht.
Ich wohne ja nun nicht in Holland, aber bin hier doch relativ regelmäßig zum Angeln unterwegs. Nicht nur, weil man gut fängt, sondern vor allen Dingen, das ist für mich ganz entscheidend, dass hier die Regeln, was das Angeln betrifft, viel entspannter sind als in Deutschland. Also Angeln in Deutschland kann zwar auch schöne Fische bringen, ist aber eigentlich aufgrund dieser ganzen Gesetzgebung richtig scheiße, muss man mal klar so sagen. Deswegen finde ich es doch immer sehr angenehm, hier in Holland zu sein. Und insofern kenne ich die Turniergewässer auch mäßig gut, will ich mal sagen. Da gibt es mit Sicherheit Angler, die sich hier wesentlich besser noch auskennen. Vor allem natürlich Einheimische, aber auch einige, die hier schon seit vielen, vielen Jahren unterwegs sind, auch vom Boot unterwegs sind. Aber ich würde doch von mir behaupten, dass ich hier jetzt nicht unvorbereitet rangehe an die ganze Sache. Ich habe auch ein paar Mal trainiert, habe eigentlich schon von vornherein einen festen Plan gehabt, wo ich fischen werde. Und den werde ich jetzt auch nicht mehr umwerfen. Also deswegen sehe ich dem eigentlich ganz positiv entgegen und gehe hier auch mit einer ausreichenden Gewässerkenntnis an die Sache ran. Alors, je connais cet endroit depuis plus ou moins 5 ans, donc c'est pas énorme pour un pêcheur. Je viens pêcher occasionnellement ici et ce que je connais le plus sont les polders, donc les zones peu profondes où on traque le brochet. Parce que j'adore ça. Maintenant, les grands lacs, j'ai déjà été y pêcher. J'ai pêché en bateau, j'ai pêché un tout petit peu du bord, genre 2 fois. Et donc pour moi, cette compétition, c'est un gros challenge d'essayer d'aller attraper du sand, le poisson que j'ai pas l'habitude de traquer par ici. Et donc ouais, ça va vraiment être un méga gros challenge de me retrouver en face de compétiteurs et d'essayer d'attraper des poissons dont j'ai pas l'habitude dans des zones où j'ai pas vraiment l'habitude de pêcher. Ich fische sehr viel in Holland, also hauptsächlich in Deutschland gibt es wenige Angeltage im Jahr. Vorbereitet habe ich mich erstmal sehr intensiv mit meinem ganzen Team auch, aber da unsere Gruppe verschoben wurde, habe ich gesagt, gut, jetzt im Sommer sollte es auch ohne intensives Training ganz gut funktionieren und ich war tatsächlich jetzt 2,5 Tage trainieren an Stellen, die ich auch kenne und hoffe, das reicht dieses Jahr. Ich kenne die Gewässer hier natürlich auch, war hier ab und zu mal angeln. Das Pre-Fishing verlief mäßig. Mal schauen, ich war schon lange nicht mehr hier in Holland. Wie gesagt, ich war in Australien für eine gewisse Zeit, habe Europa meinen Rücken gekehrt, aber jetzt bin ich wieder da und es kann losgehen. Das ist sehr schwierig, weil das eine sehr gute Gruppe ist, also wo einige sehr gute Angler dabei sind. Ich finde generell, dass das komplette Turnier natürlich sehr stark besetzt ist. Wenn ich Geld wetten müsste, also ich würde den Simon, weil er ist Einheimischer, den würde ich sehr hoch einschätzen. Ich habe mich ja auch ein bisschen informiert und es haben mir viele gesagt, auch wenn er vielleicht in Deutschland nicht so bekannt ist, dass er wohl doch ein extrem guter Angler sein soll und vielleicht nicht so den ganz großen Auftritt hinlegt, im Prinzip, was jetzt medial die ganze Geschichte angeht. Also deswegen sehe ich ihn eigentlich in der Gruppe als schwierigsten Gegner. Naja, und ich gehe immer mit einer positiven Einstellung ans Angeln ran und bin sehr optimistisch. Deswegen würde ich natürlich auch sagen, dass ich weiterkomme. Also wenn ich Geld setzen müsste, würde ich am liebsten alles auf Simon setzen. Ich kenne Simon schon ziemlich lange, wir haben früher im selben Team gespielt und deshalb er kennt die Gewässer sehr gut, er ist ein verdammt guter Angler. Deshalb würde ich eigentlich meinen ganzen Kopf auf Simon hauen. Wenn ich einen zweiten wählen müsste, ich hoffe natürlich, dass ich weiterkomme, aber ich glaube, Veit kennt sich hier sehr gut aus und er ist ein Uferangler, das glaube ich. Veit ist eventuell eine Runde weiter. Also wenn ich Geld setzen müsste, dann würde ich auf jeden Fall mal einen großen Teil auf den Veit setzen, einfach weil ich ihn auch schon live miterlebt habe. Er ist ein Uferangler, ein sehr, sehr guter Uferangler und vor allem auch ein Wettkampfangler, hat Wettkampferfahrung. Deshalb, ich halte große Stücke auf Veit, vor allem bei diesem Turnier, wo es ja doch ausschließlich vom Ufer stattfindet. Ansonsten aus meiner Gruppe den Simon, einfach weil er auch schon Holländer ist und hierher kommt, sprich Einheimischer. Aber ich habe natürlich auch schon gründlich recherchiert. Er macht einen sehr smarten Eindruck, fängt große Fische. Ich denke, ein Teil meines Geldes würde auf jeden Fall auch auf den Kopf von Simon verwettet werden. Ok, alors moi je parie sur Simon, sorry, et sur moi, bien sûr. That's a difficult question. To be honest, I only know one guy of the group really well, and that's Mark. And he's really skilled angler, so I'm kind of afraid of him.
I've seen a lot from all the other guys as well, of course, but I would say Mark has a good chance to win. And then, of course, second place myself. I want to go to the next round. Das ist echt schwierig zu beantworten, weil ich habe die Meinung, wir haben echt eine harte Gruppe. Viele schwierige Angler. Ich sage, Simon Thorenbeck auf den würde ich auf jeden Fall Geld setzen. Ja, und dann wird es schwierig. Also Veit, der hat auch oft gezeigt, dass er sehr, sehr stark ist an der Angel am Wasser. Aber auch der Hassan, der ist auch ein Pitbull, das hat er letztes Jahr gezeigt. Also wenn der sich die Wade verbeißt, der kennt auch kein Pardon. Aber ich habe gute Hoffnung, dass ich dieses Jahr eine Runde weiterkomme und mich mal räche für die letzten Jahre. It would be the best for me to fish head-to-head the finals against Frédéric Julien. That would be really the most fun, and then of course I'm gonna beat his ass. Aber je pense que c'est Simon qui va gagner la coupe. Herbert ist schon eine verdammt harte Nummer und meiner Einschätzung nach, es ist ja immer beim Angeln auch so ein bisschen Glück im Spiel, aber auf jeden Fall der beste Teilnehmer meiner Meinung nach im gesamten Feld. Herbert Ziereis, den habe ich oft gesehen. Ich musste ihn oft stundenlang zugucken, weil ich Schiedsrichter war bei Partien, wo er gefischt hat. Und der Typ, der kann alles. Und ich würde sagen, also nicht er wird gewinnen, sondern das ganze ASO-Team, mit dem er anreist. Das ist eigentlich auch sehr einfach zu beantworten. Mein absoluter Favorit ist Simon. Also sollte er die Gruppenphase überstehen, denke ich, wird er auch den Pott nach Hause holen. Mein Favorit im gesamten Feld, ich habe so zwei Favoriten, einer befindet sich davon in meiner Gruppe, das ist einmal der Veit und der Herbert. Einfach weil beides wirklich sehr, sehr gute Uferangler sind, sehr vielseitig. Herbert natürlich auch nochmal vom Boot, aber das ist ja jetzt hier nicht gefragt. Also die beiden wären so meine Top-Favoriten fürs Turnier, aber natürlich will ich der Favoritenschreck sein und gewinnen.